Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ihr seht es, ich bin noch immer bei Mission 30 mit dem Namen Skullface. Wir sollen hier Skullface treffen und ihn quasi zur Rede stellen. Schauen wir mal, ob sich die Herrschaften hier wieder mal beruhigen oder ob das Ausschalten von den Sicherheitskameras jetzt diesen Alarmstatus für immer hat. So, der hat sich da anscheinend wieder beruhigt. Der 64er, 63er, der hopst noch herum wie vom bösen Schwein gebissen. Okay, er läuft nach unten. Aus was für einem Grund auch immer, sie laufen wieder zurück. Ah, es wird eine Kamera nach der anderen überprüft quasi. Ja, dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Man hätte vielleicht die zweite Kamera gar nicht machen sollen. Wenn das dann ebenfalls abgeschlossen ist, dann sollte es eigentlich wieder ruhig sein. Ist ja nicht so, dass ich auf einen Helikopter geschossen hätte, weil das ist ja ein No-Go bei dieser Mission. Ja. Kamera ist kein Verlust, ja. Alles klar. Obwohl ich eigentlich das überhaupt nicht sehen kann. Weil ich ja da hinter der Wand stehe. So, haben wir jetzt wieder normalen Routineablauf. Jetzt ist ein Moment, wo ich speichern würde. Mal gucken, wo der scheiß Helikopter ist. Wo fliegt der vorbei? Ja. Ja, wo gehst denn du hin? Jeder geht in eine andere Richtung. Wollt ihr mich vereiern? Der macht eine Runde nach der anderen. Eigentlich könnte ich ja den auch schlafen legen. Oder wir lassen ihn einfach laufen. Er ist sowieso ein Vogel. Aber da drinnen wird jetzt einer drin sein, oder? Ist da einer drin oder ist da keiner drin?
komm einer. Fenster sind natürlich nicht so toll. Ja, dann fangen wir mal. Ja, die Überwachungskameras bin ich mehr oder weniger schon vorbei. Ja. Halt zwar trotzdem nichts vom Töten. Oder halt immer noch nichts vom Töten. Zumindest nicht im Spiel. Natürlich so eine Sache. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh. Wie langsam muss ich mich beeilen? Ja. Passt. Ein Sandsturm in Ehren kann niemand verwehren. Dumme Sprüche gibt's heute kostenlos. So, bin ich hier richtig? Da haben wir noch eine Ressource. Heli ist anscheinend mehr oder weniger vorbei, aber schön, dass der Heli im Sandsturm herumeiert. Ja, jetzt noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen Sandsturm. So. Boah, das war jetzt Rambo. Stevie Wonder kommt die Treppe hoch. Mal Leute, macht's Platz. Ich hab bei keinem einzigen... Okay. Mir kommt das irgendwie sehr bekannt vor. Ich sehe. Make contact with him and make him talk. We have to stop him before his plan is set in motion. Der kleine Junge oder Mädchen, wie auch immer. Aber der kommt uns doch bekannt vor. Okay. Sahelanthropus is somewhere inside there. First of all, make contact with Skullface. Don't kill him yet. We need him to talk first. Ja, na klar. Wir reden zuerst. Wir reden nur. Ich habe mich da vorbeigeschlichen an 5 Millionen, an gefühlten 5 Millionen Feinden. Bin schon komplett verspannt, um jetzt zu reden. Ein Gummibärchen habe ich mir verdient. Ein grünes. You too have known loss
And that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain, but it never goes away. It makes a man hideous, inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss! Das sind doch die Augen von einem Mädchen. Just go along with him for now. We're ready to fight if it comes to that. That's our leverage against him, our deterrent. He doesn't want a war on his hands. Whatever the Navajo told you, it's just one possible solution derived by Cipher. My will is different. Komm schon. Schaut sich das Personal an. I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. 1964, Soviet territory. Fox's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets. With it, our futures became, more or less, set in stone. Ich kann keine Waffe ziehen. Oh. Wir haben eine Taubenuss. Du bist ja eine Taubenuss, ja, du bist der Sohn vom Then General. the Major came to me with an idea. Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to redirect it. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cipher. You know the rest. To him, it was mourning the loss of his friend. Or rather, an act of revenge on the world, but America most of all. Ihr werdet alle ganz prima auf meiner Motherbase. Und du nicht, du kannst hier bleiben. America is a country of liberty, a meeting of immigrants. Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. Their roots are very diverse. America's never been made up of just one people. But he tried to forge a single consciousness, for it and from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country. Unilateralism like that can't be entrusted to any one individual. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. Ist ja geil. Hammer. Get in. Ja, ja. Ich kann noch immer keine Waffe ziehen. Guck mich an mit deiner Brille. Augenbinde.
Wo der eigentlich her? Aus dem Swingerclub? To unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's will. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me. And not only my visage. Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, "It is no nation we inhabit, but a language." Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. My fatherland. My truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who leech off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us, genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cipher Zero intends to unify the world. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cipher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is English. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again, reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator. To free the world from Zero. Let the world be. Sans lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of nukes. My metal years shall be the thread by which all countries are bound together in equality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost hands. And the world will become one.
This war is peace. Apropos, YouTube freut sich wieder über die musikalische Untermalung. Aber die Musik ist nicht schlecht. Ist nichts, was man jetzt jeden Tag reinziehen würde. Maja, komm, lass das in Ruhe. Aber für ein Computerspiel ist das nicht schlecht. Und ich glaube, das wird wieder ein längerer Part. Es ist wie es ist. Es wird halt einfach länger. Jetzt sind wir wieder When da. the world witnesses Sahelanthropus, the hands of the doomsday clock will roll on, regardless of zero. Sahelanthropus will take the first giant step into a brave new world. It is the bell with which a world trodden upon by words declares its independence. Na, nicht schlecht. Das ist einmal eine ausgiebige Cutscene, nicht wahr? Aber es ist ein geiles Spiel, muss man echt sagen. Und es geht weiter. We are here. Remember the Alamo. This is Queequeg on station to provide cover. Get us a line of fire. Roger that. We're not the only demons in this world. Like you, vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me, he lives because of you. Show him! Heißer Typ, oder?
das wäre der ferngesteuert gewesen. Der Man on Fire. Vom Psycho Mantis. Wait! Ouch! Who is doing this? Such a lust for revenge? Who? Ja, ja. Das größte Problem, was du hast, ist, dass du auf mich schießt. Also ganz ehrlich, was ist mit dir los? Naja, da haben wir es ja schon. Geiles Ding, oder? Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich wieder dagegen kämpfen und dann ist es nimmer so geil. Und die Kanzel ist leer. Fortsetzung folgt. Ja, Missionsaufgabe erledigt. 1 von 6, 2 von 6. Boah, C. Ja, wahrscheinlich, weil ich so ewig lang gebraucht habe. 42 Minuten, 18 Sekunden. Naja. Was so ist. Ich kann es leider nicht ändern. Dafür hat es gegeben, jetzt da im Endeffekt sind übergeblieben 180.000 GMP. Besser als nichts. Momentan haben wir 11,5 Millionen. Heroismus haben wir 210 gekriegt. Aktionsbewertung ganz einfach, weil ich einfach 2 Leute verhört habe. So, nichtsdestotrotz, hier ist es Ende von diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, wenn dem so sei, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Ihr wisst ja, als Mini-YouTuber ist man ja auf Däumchen mehr angewiesen als die großen. Also wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Vielleicht abonniert ihr der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!